Und damit sagen wir wieder Hallo und herzlich willkommen bei der Wunderlicht GmbH und haben heute eine weitere Innovation für euch parat. Denn wir stehen niemals still. Wir wollen uns weiterentwickeln und das gilt für jedes Produkt, was wir am Motorrad haben oder auch neu erfinden. Und wir wollen natürlich für euch die Reisen und ich sag mal, die Möglichkeiten noch größer machen und die Reisen vor allen Dingen angenehmer machen. Und da kennen wir das Thema, dass ein Tankrucksack nicht immer so einfach zu montieren ist. Und der Stefan vom Produktmanagement, der steht jetzt bei mir und kann uns mal erklären, warum das jetzt so viel einfacher ist. Und auf der anderen Seite auch genau dieses System, ich würde sogar sagen, narrensicher ist, weil es eben in sich ein geschlossenes System ist, was wirklich einrastet und kompatibel ist für alle Motorräder, somit auch dementsprechend aufs Detail getestet wurde. Stefan, wir haben verschiedene Möglichkeiten für verschiedene Charaktere in den Motorrädern, die wir hier bei der Wunderlicht GmbH haben. Und wir fangen direkt an mit der sportlichen Variante, wobei das nicht die sportlichste ist, weil das ist ein 6 Liter Volumen. Und hier ist das kleinste Volumen, was wir haben, nämlich 3 Liter. Genau, die kleine Basic-Variante. Die kleine Basic-Variante. Erzähl uns mal ein bisschen was über die Idee, wie das entstanden ist und wie das im Endeffekt auch vom System her funktioniert. Unser Hauptsystem war ja vorher, dass wir die Tankrucksäcke über diese Tankrucksackhalterung, die am Motorrad verbleibt, montiert haben. Was immer ein bisschen umständlicher ist, weil ich mit Überlaschen den Tankrucksack auf dieser Halterung spannen muss. Das gefällt nicht jedem. Ja. Da haben wir öfter mal Denkanstöße bekommen, dass wir was in der Richtung machen. Ja, das ist das Ergebnis. Und schon ist es geschehen. Das System, wenn du das jetzt im Endeffekt, wir können es ja einmal vorführen, du hast einen 6 Liter jetzt aktuell drauf. Montiert. Du kannst den 3 Liter mit demselben, und das ist mir persönlich relativ wichtig, Systemunterbau verwenden. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, pass mal auf, ich fahre heute nur eine kleine Tour, ich möchte nur ein Wasser, eine Banane und mein Portemonnaie mitnehmen, dann reicht der. Wenn ich auf einmal sage, 3 Wochen später, ich fahre eine Woche in Urlaub, dann kann ich genauso gut den 6 Liter, den 13 und den 16 Liter montieren. Genau. Und ich habe sogar gehört, dass es die Varianten noch gibt, dass ich praktisch aufstocken kann. Also den 16 Liter kann ich noch auf 19 Liter variieren. Bis auf die 3 Liter Basisvariante sind alle anderen 3 Varianten so, dass ich die vom Gepäck nochmal, vom Volumen nochmal erweitern kann. Das heißt, ich habe einen Rundumreißverschluss und kann dann die Tasche nochmal ein bisschen nach oben ziehen und habe dann nochmal ein paar Liter Volumen mehr. Was total angenehm ist, denn ihr kennt es selber, vielleicht ist man mal kurz unterwegs, fährt ein Stück über die Autobahn und möchte gar nicht diese Größe vor sich haben, sondern man hat nur wenig dabei, kann es dann eben einmal mit dem Zipper alles zusammenziehen, so ein bisschen wie man es heutzutage auch aus modernen Koffersystemen kennt. Es geht eben immer weiter und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Wenn du uns mal das System vorführen würdest, wäre ich dir sehr dankbar. So, also ich habe hier vorne die Schlaufe. Wenn ich an dieser Schlaufe jetzt ziehe, dann entriegel ich den Tankrucksack und kann ihn abnehmen. Darunter haben wir jetzt hier den Tankring. Die Tankringe haben wir für die eigentlich für fast alle gängigen Modelle, die wir anbieten, haben wir einen passenden modellspezifischen Tankring. Auf diesem Tankring kann ich dann jeden dieser 4 Tankrucksack-Varianten montieren. Das heißt, wenn ich jetzt im Online-Shop zum Beispiel bin und Interesse an dem Produkt habe, dann kann ich wahrscheinlich einfach durchklicken, sagen, das ist mein Motorrad. Das ist mein Motorrad, genau. Dann findest du deinen passenden Tankring. Und passend dazu kannst du dir dann natürlich noch überlegen, welchen Tankrucksack hätte ich denn gerne. Genau. Wenn ich das System jetzt so sehe, ist es super flach, wie es aufbaut. Das sieht echt elegant aus und ist, glaube ich, von dem Moment, wie man es verbaut, fast nicht zu filmen, weil es im Endeffekt einfach nur Klick macht und bombensicher sitzt. So wie der Name sagt, ein einfacher Klick, das rastet mechanisch ein und dann war es das. Perfekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin mit anderen Motorrädern und jetzt gehen wir mal zur Harley, da haben wir jetzt gerade einen relativ kleinen Tankrucksack verbaut, kann ich, wie du gerade schon sagtest, auch die Variante dann größer wählen. Wir haben allerdings eine Einschränkung, soweit ich weiß, bei der 90. Das ist jetzt ein gutes Beispiel. Die 90 hat einen sehr langgezogenen, flachen Tank. Ja. Da haben wir dann auch eine Einschränkung im Online-Shop. Da passen beispielsweise dann nur die beiden kleineren Basic-Varianten drauf, der 3 und der 6 Liter, weil einfach aufgrund der Tankform geschuldet diese großen Varianten, die halt auch ein bisschen eine bauchige Form haben,
einfach nicht zur Form des Tanks passen. So, und das ist aber, glaube ich, auch für keinen R90-Fahrer wirklich ein Problem, denn wir wissen, 90 ist mehr so Kaffee-Racer. So der Daily Rider, der dann genau. nicht unbedingt damit jetzt 3 Wochen unterwegs ist. Ne? Genau. Wenn ihr aber 3 Wochen unterwegs seid, dann könnte es auch unter anderem mal passieren, dass ihr irgendwo in den Regen kommt. Und das ist dann bei dem Tankrucksack eigentlich auch kein Thema. Das ist kein Problem, das können wir mal zeigen. Ich montiere ihn mal gerade wieder. Was ja relativ simpel ist. Ich setze ihn einfach auf, er rastet ein und das war's. Das ist wirklich einfach, ja. So, machen wir mal den Reißverschluss auf. Wir haben in allen Varianten einen wasserdichten Innensack. Den muss ich jetzt ausgrenzen, die 3-Liter-Variante. Ja. Hier haben wir nur eine Außenhaube, eine wasserdichte, die man, wenn es regnet, einfach drüber ziehen kann. Ja. Alle anderen haben einen wasserdichten Innensack, der über einen Rollverschluss. Ah, okay. Damit auch gar nichts mehr eindringen. Genau, weil der Tankrucksack selber ist jetzt nicht wasserdicht, sondern wasserabweisend. Ja. Komme ich jetzt in einen starken Schauer oder wie auch immer, möchte mein Hab und Gut einfach wasserdicht geschützt haben, dann benutze ich diesen wasserdichten Innenbeutel. Wenn ich jetzt natürlich mal an einem schönen sonnigen Tag unterwegs bin und ich bin mir sicher, es regnet nicht, dann kann ich den auch einfach über diese Clipverschlüsse den einfach rausklicken. Rein theoretisch kann ich ihn sogar, könnte ich ihn sogar noch nutzen, wenn ich dann irgendwo hingehe und mein Hab und Gut mitnehmen will und den Tankrucksack drauf, das kann ich auch so machen. Das kann ich natürlich auch machen. Beziehungsweise ist es in der Variante auch sehr, sehr, und das kann ich jetzt wirklich bestätigen, hochwertig gemacht, weil es wenig Platz nimmt. Also das Material ist super dünn. Und die Sicherheit natürlich gerade in der Variante und Handy etc., was wir hier vorne mit reinbringen, damit wir da auch schnell drankommen, sollte eben zu 100% auch wassergeschützt sein. Genau. Wenn du dir das Produkt jetzt so anschaust und sagst, okay, pass mal auf, wir wollten es innovativ gestalten, wir wollten es auch nochmal designtechnisch an die Motorräder anpassen, dann ist da viel Gedankengut mit eingeflossen, um das so umzusetzen. Du hast es auch gerade gesagt, schon die Wölbung am Tank, dass der praktisch nicht mehr einfach nur so aufgesetzt wird, sondern ins Design mit hineinkommt. Genau. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel, also das ist ja die 6-Liter-Variante. Was uns jetzt wichtig war, ist, dass die Tankrucksäcke auch formstabil sind, dass die auch leer nicht im Wind flattern. Das ist ein EVA-Schaum, der quasi die Tasche wirklich stabil macht. Genau, dann haben wir uns noch überlegt, wir machen hier, wir haben auch im Tankrucksack Inneren, haben wir ein Fach im Deckel mit Reißverschluss. Hier kann ich beispielsweise mein Portemonnaie reinpacken. Ich habe an den Seitenfächern noch Netzfächer. Dass mir nicht alles drin rumpoltert, genau, und ich es ein bisschen sortieren kann. Beispielsweise der Keyless-Schlüssel von der BMW lässt sich da gut in die Seite setzen oder ähnliches. Genau. Fahre ich jetzt mit zum Beispiel der GS in den Urlaub und habe diesen Tankrucksack vorne verbaut, wissen wir auch, wenn wir damit unterwegs sind, von der eigentlichen Fahreigenschaft und von dem Grundgefühl zum Motorrad ist es eben extrem wichtig, auch genau diese Tankform zu haben, damit es mich nicht behindert, indem dass ich praktisch meine Arme frei bewegen kann. Man kennt das von früher, so ein Tankrucksack, der war dann so unförmig, da bist du dann links und rechts dran gekommen und genau das, was du gerade erläutert hast mit der Stabilisierung von dem Ganzen, ist für mich persönlich etwas, das wirklich der Tankrucksack nicht mehr auffällt und gleichzeitig aber auch im Design so schön angepasst ist, dass es nicht so eine Nummer ist, wo du am Motorrad vorbeigehst und sagst, oh, schade, dass das verbaut ist, weil das versaut alles. Genau. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir sehr dafür, das ein bisschen näher zu bringen. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, dann schaut ihr einfach unten in der Videobeschreibung mal nach. Klickt euch, wie gerade Stefan auch schon erläutert hat, durch den Online-Shop. Und da werdet ihr dann die Variante finden, die für euer Motorrad, eure Ansprüche und eure Reise dann perfekt ist. In diesem Sinne, wir hören und sehen uns wieder. Bis dann.